Willkommen bei J-Point Systems zur 8. Folge unserer Retro-Bastelei, die nun schneller fertig geworden ist als gedacht und damit zur letzten Haltestelle in unserer Zeitreise. Nachdem die letzten 3 Folgen stetig länger geworden sind, versuche ich mich heute ein bisschen zu bremsen, kann aber für nichts garantieren. Bevor wir loslegen, werfen wir aber nochmal einen kurzen Blick zurück und lassen die vorangegangenen Systeme Revue passieren. Willkommen bei J-Point Systems und damit zu unserer Retro-Bastelei. Und ich kann mich einer gewissen Freude darüber nicht erwehren. Kommen wir nun zur Hardware und starten mit dieser Schraube. Und die Beschaffung war, nennen wir es mal, abenteuerlich. Zugegebenermaßen ist das alles gerade ein bisschen Freestyle. In diesem Sinne, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Heute geht es mit einem großen Schritt direkt in das Jahr 2009, genauer gesagt ins zweite Halbjahr, und wir schauen uns nochmal High-End-Hardware dieser Tage an, die wiederholt an meine damalige Schaffung angelehnt ist, und beginnen wie immer mit der Hauptplatine. Unser Mainboard kommt von Asus und das hatte ich seinerzeit auch. Hierbei handelt es sich um das P7 P55D vom September 2009, hat, wie die Bezeichnung schon verrät, Intels P55-Chipsatz mit dem Codenamen Ibex Peak im Gepäck und bringt alles Nötige mit, was man damals so gebraucht hat. 2 16-fach PCI-Express-Slots, 2 einfache PCI-Express-Ports und 3-mal den guten alten PCI-Steckplatz, der sich immer noch hartnäckig hielt. Bei den 4 DIMM-Slots setzte man mittlerweile auf DDR3-Speicher und beim CPU-Sockel gibt es ebenfalls eine Neuerung zu bewundern. Mit dem LGA 1156 wurde der ehrwürdige LGA 775 nach 5 Jahren abgelöst. Also nur noch mal zum Mitschreiben: 5 Jahre. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, dass es bei Intel im Desktop-Segment keinen Sockel mit einer längeren Lebensdauer gab. Insgesamt sieht die Platine ein bisschen mitgenommen aus und ich habe vor der Aufnahme noch ein paar Pins gerade gezogen. Ich habe es ja schon mal irgendwann gesagt, dass man nie weiß, was die alte Hardware schon alles erlebt hat, und es würde mich nicht wundern, wenn unser Exemplar aus irgendeiner Gitterbox oder aus dem Elektroschrott vom Wertstoffhof gezogen wurde. Ich meine, am Ende des Tages ist mir das relativ egal, woher die Hardware stammt, solange sie nicht völlig verhurnagelt ist und noch funktioniert. Ja, Anschlüsse haben wir auch allerhand und zu der Platine verliere ich nachher noch ein Wort. Unser Herzstück kommt wieder, oh Wunder, von Intel. Hierbei handelt es sich um die erste Generation der Intel Core i-Familie alias Linfield, konkret um einen Intel Core i7 870 und damit nicht nur um eine Fortsetzung der bisherigen Erfolgsgeschichte, sondern auch um einen Urahnen der heutigen Desktop-CPUs von Intel. Der Prozessor kam zusammen mit 2 kleineren Ablegern im September 2009 auf den Markt, und da sich Quad-Cores mittlerweile etabliert haben, nutzen wir hier ebenfalls einen 4-Kerner, der mit 2,93 GHz taktet. Auch diese CPU hat sicherlich schon mal bessere Tage gesehen, ist aber nach meinem Kenntnisstand noch funktionsfähig, und solange die Mängel nur optischer Natur sind, ist mir das ebenfalls völlig Schnuppe. Der Prozessor war damals im Endkundenmarkt nach den Serverportierungen alias Bloomfield das schnellste Stück Silizium, was man für bares Geld kaufen konnte. Mit den Core 2-Nachfolgern wurde zudem das Hyperthreading wiederbelebt und der Turbotakt ins Leben gerufen. Ein sehr schönes Stück Technik, doch dazu später mehr. Die Kühlung ist im Vergleich zum letzten Mal eine Wucht. Ich habe der lieben Standardisierung zuliebe nochmal über einen Skype Shuriken B nachgedacht, der zwar grundsätzlich ausreicht, allerdings habe ich die Idee wieder verworfen und mich für etwas Passenderes aus dieser Zeit entschieden.
Der Skype Mugen 2 kam im Januar 2009 raus und den hatte ich damals ebenfalls. Dieses Prachtexemplar ist für eine TDP von bis zu 130 Watt spezifiziert und bietet damit sogar noch etwas Spielraum. Die imposante Größe hat allerdings den Nachteil, dass der Kühler über die RAM-Bänke ragt, was die Speicherauswahl ein wenig einschränkt, ganz gleich, ob man dieses Monster längs oder quer verbaut. Solche großen Module wie das letzte Mal wären damit nicht möglich und man muss sich in diesem Fall mit Standardkost begnügen, die ohne ausufernde Bauhöhe daherkommt. Das ist aber nicht weiter tragisch. Unsere Grafikkarte ist in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes. Dieses kleine Monster kam zumindest im Referenzdesign im September 2009 raus, hört auf den Namen Radeon HD 5870, war die weltweit erste DirectX 11 Grafikkarte und die letzte Serie, die unter dem Markennamen ATI verkauft wurde. Zwar wurden die Kanadier schon knapp 3 Jahre zuvor, Ende 2006, von AMD übernommen, doch mit der HD 5000er Reihe ist nun auch der Name ATI bald Geschichte. Unser Modell kommt von High-Tech Information System, kurz HIS, und der Name dürfte vielen ein Begriff sein. Dabei muss ich jetzt ernsthaft überlegen, ob es den Laden überhaupt noch gibt oder ob der nicht auch schon Geschichte ist. Weiß ich gerade gar nicht. Unser Grafikbrett ist jedenfalls nicht nur wieder mächtig groß, sondern auch mächtig schnell und verfügt über 1 GB GDDR5-Speicher. Die herausragende Leistung fordert jedoch ebenfalls ihren Tribut. Da sich diese Karte bis zu 190 Watt genehmigt, finden sich erneut 2 6-Pin PCI-Express-Anschlüsse. Farblich passt das jedenfalls super zu unserer Hauptplatine und zu diesem Pixelkünstler sage ich später noch was. Während wir beim Arbeitsspeicher die letzten Male ein wenig über die Stränge geschlagen sind und jeweils der Zeit voraus waren, sind wir heuer wieder etwas näher am damaligen Geschehen. Wir verwenden hier 2 4 GB DDR3 1600er Module von Corsair, die es zwar erst Mitte 2011 gab, doch im Jahr 2009 waren sowohl eine Gesamtkapazität von 8 GB als auch eine Geschwindigkeit von effektiv 1600 MHz für High-End-Systeme nichts Unbekanntes mehr, auch wenn die Bestückung seinerzeit anders gestaltet wurde. Ausschlaggebend für unsere Auswahl war wie so oft der Preis. Bei einem 10er für 2 Module muss ich da nicht lange überlegen und sehe über diese Kleinigkeit gerne hinweg. Abgesehen davon, dass es bei unserer Plattform am Ende des Tages absolut keinen Unterschied macht, ob man nun eine 4x2 oder 2x4 Konfiguration verwendet. Drum geht das für unsere Kiste schon in Ordnung und die Dinger hatte ich damals ebenfalls. Während wir für unsere vorangegangenen Systeme ausschließlich Festplatten verwendet haben, kommt heute eine SSD zum Einsatz. Ja, richtig, eine SSD. Der Technologiewechsel liegt allerdings darin begründet, dass im Jahr 2009 die ersten SSDs auf den Massenmarkt geschwappt sind, auch wenn es vorerst ein Nischenprodukt für Enthusiasten blieb. Tja, damals waren SSDs ein Luxusgut und heute stopft man die Dinger in jeden Toaster. Nachdem wir uns heute nochmal eine High-End-Kiste zusammenbauen, darf eine SSD natürlich nicht fehlen. Unsere hier verwendete SSD kam im Juli 2009 raus, stammt von Intel, hört auf die Modellbezeichnung X25M und fasst immerhin 160 GB. Ich bin gespannt, ob ich mit dem bisschen Speicherplatz hinkomme. Während das die letzten Male immer ausgereicht hat, fürchte ich, dass das heute relativ knapp werden könnte. Zwar hat man sich damals für gewöhnlich immer noch eine zusätzliche Festplatte eingebaut, aber ich würde gerne darauf verzichten. Und ja, ich könnte mir auch einfach eine aktuelle 0815 SSD für ein paar Euro einbauen und der Unterschied wäre nahe Null. Schon klar, aber das konterkariert meine Vorstellung einer zeitgenössischen Zusammenstellung. Ich weiß gerade nicht, was das sollte, aber mir war gerade danach. Zwar waren unsere vorangegangenen PCs technisch und zeitlich ebenfalls ziemlich gut austariert, doch heute kratzen wir nahezu an der Perfektion und das werde ich mir nicht mit solch modernen Tanz zunichte machen. So. Unser Netzteil kommt, markentreu wie ich bin, von Be Quiet. Für die heutige Zusammenstellung gibt es ein 550 Watt Netzteil, erstmals ohne Ketchup-Senfkabel, welches bereits alle wichtigen Anschlüsse mitbringt und in jedem Fall genügend Power liefert. Unser 450 Watt Netzteil aus der letzten Folge wäre in Volllastszenarien knapp überfordert und 500 Watt wären immer noch relativ nah an der Kotzgrenze. Dann habe ich lieber ein kleines bisschen Luft nach oben, ohne dass ich abstürze oder Schlimmeres befürchten muss. Grundsätzlich sollte man nicht an der Leistung sparen, aber man muss jetzt auch nicht übertreiben und ein 1000 Watt Trümmer da reinpflanzen. Ich glaube, dass wir damit ganz gut fahren. Unser Gehäuse ist seit Folge 2 die einzige Konstante, die sich wie ein roter Faden durch die Videos zieht. Und auch heute gibt es nochmal ein Aerocool Quantum Mesh V2, welches sich für unsere Zeitreisen bewährt hat. Dann machen wir uns jetzt an den Zusammenbau.
Bei unserem Mainboard handelt es sich um eines der ersten Bretter, die den LGA 1156-Sockel und Intels P55-Chipsatz beherbergten. Auch wenn es sich hierbei um ein günstiges Mainstream-Modell handelt und kaum mehr als das Nötigste mitbringt, so ist die Ausstattung trotzdem relativ umfangreich und lässt für die meisten Nutzer keine Wünsche offen, sofern man auf Crossfire und SLI verzichten kann. Die Platine läuft rock solid, die Einstellungs- und Overclocking-Möglichkeiten sind exzellent und in Sachen Leistung muss sich das Board keineswegs hinter der Konkurrenz verstecken. Ganz im Gegenteil. Das Asus-Brett kann sich meist gegen seine direkten Mitstreiter durchsetzen und macht sogar den teureren Modellausführungen das Leben schwer. Kein Wunder also, dass das P7 P55D später eine gängige Preis-Leistungs-Empfehlung war, denn die Platine war bereits für 120 € zu haben. Zu diesem Zeitpunkt gab es die Nehalem-Architektur schon 10 Monate, doch erst die neuen Linfield-Prozessoren haben Intels neue Garde massentauglich gemacht. Denn beim Bloomfield handelte es sich eigentlich um Server-Hardware, die zwar eine beeindruckende Leistung bot, insgesamt aber relativ teuer war und bei Spielen oft ins Straucheln geriet. Daher war die Plattform, wenn überhaupt, nur etwas für Hardcore-Fetischisten. Die neuen Linfield-CPUs sind quasi eine günstige Adaption für den Endanwender, ohne auf die Features des großen Bruders verzichten zu müssen. Ein integrierter Speichercontroller, Hyperthreading und ein optimierter Turbo gehören ebenso zur Partie wie nun auch ein neu integrierter PCI Express Controller. Zum Einstand gab es 3 Quad-Core-Modelle, den i5 57, den ich seinerzeit selbst hatte, den i7 860 und den i7 870, wie er heute zum Einsatz kommt. Der Unterschied zwischen den 3 Musketieren liegt in der Basisfrequenz sowie dem maximalen Turbotakt und der Core i5 muss ohne Hyperthreading auskommen. Trotz des ungebremsten Vormarsches von 4-Kern-CPUs nutzten bis dato viele Anwendungen und Spiele kaum mehr als 2 Kerne und der Rest des Prozessors lag im Grunde genommen brach. Und hier schlägt die Stunde des neuen Turbomodus. Je nach Auslastung wird innerhalb eines elektrischen und thermischen Budgets die Frequenz der einzelnen Kerne nach oben geschraubt und das sorgt nochmal für einen Performance-Schub. Bei unserem Flaggschiff mit 2,93 GHz Basistakt bedeutet das in konkreten Zahlen ein Plus von 666 MHz bei einem bzw. 533 MHz bei 2 ausgelasteten Kernen und immer noch 266 MHz auf allen 4 Kernen, solange man sich innerhalb der Limits bewegt. Bei den kleineren Modellen geht es hingegen ein bisschen gemächlicher zu. Ja, mittlerweile gehört der Turbotakt zum guten Ton, doch damals war das etwas Neues. Der kleinste Ableger lieferte für die meisten User bereits eine ausreichende Performance und war für unschlagbare 170 € zu bekommen, während unser Dampfhammer für 560 € den Besitzer wechselte. Mit dem Arbeitsspeicher sind wir heuer wieder inmitten des Geschehens. Während ein paar Jahre zuvor 4 GB noch die absolute Ausnahme waren und mittlerweile zum neuen Standard avancierten, wurde im High-End-Segment die Messlatte derweil noch höher gelegt. Für Enthusiasten war in Dual-Channel-Konfigurationen 8 GB der neue Maßstab, dem wir uns natürlich anschließen. Das gleiche gilt für die Geschwindigkeit. Obwohl Intels Linfield-CPUs offiziell DDR3-RAM mit maximal 1333 MHz unterstützen, ist ein Betrieb mit schnelleren Modulen grundsätzlich möglich. Darum schöpfen wir auch hier aus dem vollen und verwenden 1600er DIMMs, die das seinerzeit gebräuchliche Maximum darstellten. Zwar ist der Unterschied gegenüber langsameren Modulen in der Praxis quasi null, allerdings gehen wir heute keine Kompromisse ein. Wer damals ebenfalls keine Zugeständnisse machen wollte, musste für diese Größen- und Geschwindigkeitskombination ungefähr 150 € auf den Tisch legen. Nachdem wir den Massenspeicher bisher eher stiefmütterlich behandelt haben, gebührt ihm heute etwas mehr Aufmerksamkeit. Schließlich handelt es sich dabei um einen echten Gamechanger. Auch wenn schon 2-3 Jahre zuvor einige Hersteller ihre ersten Gehversuche mit Flash-Laufwerken im Consumer-Bereich gemacht hatten, war Intel derjenige, der den SSDs für den Heimanwender zum Durchbruch verhalf. Nicht nur, dass man die technischen Fehler der Mitbewerber vermieden hat, fertigte man vergleichsweise riesige Stückzahlen, um den Bedarf zu decken und kündigte beeindruckende Leistungsdaten an.
und zum Marktstart der X25M konnten alle Vorschusslorbeeren eingelöst werden. Die Datentransferraten sowie die Zugriffszeiten waren zum Großrekord verdächtig und die Konkurrenz, die in diesem Moment die gleiche Idee hatte, musste sich in den meisten Szenarien mit deutlichem Abstand geschlagen geben. Und High-End-Festplatten wie beispielsweise Westerns Velociraptor sahen plötzlich ziemlich alt aus. Die Intel X25M katapultierte sich aus dem Stand heraus an die Spitze, allerdings hatte diese Top-Performance auch ihren Preis. Beim Erscheinen wurden für die 160 GB Variante stolze 720 € fällig und im September 2009 immer noch 590 €. Für die 80 GB Ausführung wurden 360 € bzw. 270 € aufgerufen. Unser Grafikbrett ist ein mit über 2 Milliarden Transistoren beladenes Schlachtschiff und versenkt in nahezu allen Lebenslagen ausnahmslos jede Single-Grafikkarte, die es bis dato auf den Markt gab. So oder so ähnlich lässt sich unsere Radeon HD 5870 am besten zusammenfassen. Nicht nur, dass es sich wie eingangs erwähnt um die weltweit erste DirectX 11 Grafikkarte handelt, sondern man hat mit diesem Meisterwerk der Konkurrenz ordentlich Druck gemacht und deklassierte selbst hauseigene Modelle mit deutlichem Abstand. Unsere Cypress-Karte zeigte allerdings nicht nur Nvidias GTX 285 und der ATI Radeon HD 4890 die Rücklichter, sondern legte sich sogar mit Dual-GPU-Schwergewichten an. Mit der Radeon HD 4870 X2 konnte man in den meisten Szenarien gleichziehen und kam der GTX 295 gefährlich nahe, während man dabei locker 100 Watt weniger verbrauchte. Nur wenige Wochen später legte ATI bzw. AMD mit einer Dual-GPU-Karte in Form einer HD 5970 nach und riss damit die Performance-Krone wieder an sich, allerdings war dieses Monster eher etwas für Enthusiasten mit Hang zum Prestige. Insgesamt gab es keine bessere High-End-Grafikkarte als die Radeon HD 5870 und nicht umsonst erhielt sie in der Fachpresse das Prädikat schnellste Single-GPU-Grafikkarte. Zwar konterte Nvidia ein halbes Jahr später mit der GTX 480 und nahm unserer Cypress-Karte den Titel wieder ab, allerdings erkaufte man sich das mit einer exorbitanten Leistungsaufnahme, die noch höher ausfiel als beim alten Flaggschiff und einer entsprechend lärmenden Kühlung. Hinsichtlich der Leistung musste sich unser Modell keineswegs davor verstecken und blieb weiterhin eine gute Wahl. Wer sich damals für diese Karte entschieden hat, musste 350 € berappen. Das sah mal wieder und es ist alles zusammengepuzzelt. Trotz des Riesenkühlers habe ich mir beim EPS-Stecker diesmal nicht die Finger gebrochen und das ging sogar relativ easy, was mich doch sehr überrascht hat. Optisch ist das schon mal hübsch und sieht recht beeindruckend aus, allerdings dürfte der Kühler nicht viel höher sein, sonst ginge sich das mit der Glasscheibe nicht aus. Ach so, und aufgrund der Platzierung der PCI Express Strombuchsen dürfte die Grafikkarte ebenfalls kein bisschen länger sein, aber es passt ja alles rein. Dann stecken wir mal wieder alles an und nutzen heute erstmalig HDMI. Na denn, Feuer frei! So, ich habe kein Bild. Was soll das? Was soll das? Was soll das? Ah, jetzt. Die CPU wird richtig erkannt, der RAM ebenfalls. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, mache ich mal wieder alles hübsch und da unten meldet er einen CPU-Lüfterfehler, vermutlich weil ihm der gerade zu langsam dreht und ja, dann bis gleich. Willkommen zurück.
Ich habe mich wieder liebevoll um die Ordnung innerhalb des Gehäuses gekümmert und dann kommen wir zur Installation des Betriebssystems. Da unsere Hardware sowohl technisch als auch zeitlich hervorragend zusammenpasst, soll sich die Software ebenfalls perfekt integrieren. Deshalb nutzen wir die 64-Bit RTM-Version von Windows 7 Professional, welches im Oktober 2009 veröffentlicht wurde und ohne Service Packs oder anderes Gedöns daherkommt. Ich habe hier sogar noch ein originales COA rumfliegen, welches seit Jahren bei mir im Schrank vor sich hin oxidiert und nun endlich mal zum Einsatz kommt. Ich für meinen Teil wechselte erst Anfang 2012 zu Windows 7 und das auch nur, weil ich mir meine damalige XP-Installation mit Vista Optik durch ein vermeintliches DirectX 10-Paket zerschossen habe. Das waren noch Zeiten. Dann lassen wir das hier mal durchlaufen. Yoing the Boomba. Ach, das war's schon. Ich dachte, die Kiste startet nochmal neu oder sowas. Na dann machen wir es offiziell. Willkommen beim ersten Start von Windows 7. Und es macht sich bei mir gerade eine gewisse Neugier breit. Das dürfte heute das erste Mal nach über 9 Jahren sein, dass ich im Rahmen der Privatnutzung wieder damit zu tun habe, nachdem ich in jenen Tagen relativ fix auf Windows 10 umgestiegen bin. Und selbst auf Kundensystemen habe ich das bestimmt seit 7 Jahren nicht mehr gesehen. Wir schauen mal kurz in den Gerätemanager, weil mich jetzt brennend interessieren würde, ob das seinerzeit neue Betriebssystem Treiber für unsere damals ebenfalls neue Hardware mitbringt. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Obwohl, eigentlich schon. Der Release von Hardware und Betriebssystem liegen vermutlich zu nah beieinander, als dass wir hier mehr geliefert bekommen als die Windows-Basistreiber. Nun denn, dann richte ich mir erstmal wieder alles ein und dann sehen wir uns später wieder. 24 Stunden später. Willkommen zum zweiten Start von Windows 7. Dieses Mal gab es nicht so viel zu tun, schließlich ist das Betriebssystem bereits out of the box ziemlich gut und benötigt kaum Anpassungen. Und da ist schon der Login-Screen. Das ging jetzt ziemlich flott und nicht einmal die Boot-Animation wurde abgeschlossen. Zwar waren alle bisherigen PCs ihrem Alter und ihrer Leistung entsprechend angemessen schnell, doch das hier ist schon ein anderes Level. Das haben wir nicht zuletzt unserer SSD zu verdanken. Danke! Apropos SSD, mit dem Speicherplatz bin ich überraschend gut ausgekommen und im Moment habe ich sogar noch 20 GB frei. Denn es ist ja nicht so, dass ich die bisherigen Spiele immer mitziehe, sondern ich passe die Software- und Titelauswahl immer an den von uns betrachteten Zeitraum an. Und so kommt es, dass beispielsweise das, was wir uns in der letzten Folge angeschaut haben, auf diesem System nur noch teilweise vorhanden ist und von der vorletzten Folge ist eigentlich gar nichts mehr übrig. Gut, aber wir sind in unserer Zeitreise jetzt auch fast 3 Jahre vorgesprungen. In Sachen Optimierung beschränke ich mich wieder auf das Übliche. Die CPU kriegt pauschal 50 mV weniger und damit bewegen sich die Temperaturen selbst nach stundenlanger Volllast nicht über 50 Grad hinaus bei gerade einmal 1000 Touren und der RAM läuft mit voreingestelltem XMP-Profil. Vermutlich könnte ich die CPU noch weiter undervolten und mit unserem Riesentrümmer sogar semi-passiv kühlen, ohne dass das signifikante Auswirkungen hätte. Aber das passt derweil so, wie es ist. Dann starten wir wieder mit den Benchmarks, lassen heuer auch den 3D Mark 03 links liegen und beginnen direkt mit dem 3D Mark 05, obwohl man sich den vermutlich ebenfalls schenken könnte. Die Nvidia GeForce 8800 GTX hat den Parcours bereits erfolgreich absolviert und der Frame Counter wird bei den Vergleichstiteln einfach wieder eingeblendet. Dann lassen wir die Benchmarks mal durchrennen. 24 Stunden später. Die Benches sind fertig und dann führen wir uns die Werte mal zu Gemüte, bei denen der eine oder andere von euch ein Déjà-vu erleben könnte.
Für unsere Radeon-Karte kommt Artis Catalyst in der Version 10.7 zum Einsatz, für unser ehemaliges Grafikmonster aus dem Hause Nvidia der GeForce-Treiber 258.96 und für den Chipsatz Intels Chipsatztreiber 920030. Beginnend mit dem 3D Mark 05 blicken wir zuerst auf ein Resultat aus der letzten Folge. Unsere Hardware-Legenden schafften 14.900 Punkte und das war seinerzeit Tat und Schuld angemessen. Verfrachtet man die angestaubte High-End-Karte in unsere neue Plattform, dann haut ihr nochmal richtig einen raus und zaubert einen Score von knapp 21.500. Unser Prachtstück aus dem roten Lager schafft hingegen nicht einmal 25.000 Zähler und damit haben wir wieder ein Paradebeispiel dafür, warum man neue Hardware nicht mit alten Benchmarks fährt und umgekehrt. Das hatten wir schon mal und das ist heute nichts anderes. Kommen wir zum 3D Mark 06 und starten erneut mit einem bekannten Ergebnis. Das letzte Mal konnten wir knapp 11.900 Punkte bewundern, was zweifellos eine Topleistung war. In Verbindung mit unserem Core i7 schafft die 8800 GTX gut 13.800 Zähler und das wirkt schon etwas sparsamer. Während wir gerade eben noch einen Unterschied von gut 40% verzeichnen konnten, fällt die Differenz nun mit nicht einmal 20% erkennbar geringer aus. Unsere Radeon HD 5870 gewinnt das Duell mit locker 19.000 Punkten und deutlichem Abstand, den man vorher vielleicht auch schon erwartet hätte. Dann schauen wir uns noch den 3D Mark OneTouch im Performance Preset an, der unserer Hardware am ehesten gerecht wird und die vorangegangenen Betrachtungen ad absurdum führt. Auf unser Sockel 775 System mit Windows XP lässt sich der Benchmark mangels DirectX 10 Support leider nicht installieren, weshalb wir uns auf unsere aktuelle Plattform beschränken. Unser G80-Brett schafft hier beinahe 7.800 Zähler, was durchaus als brauchbar verbucht werden kann. Unsere Luxuskarte von ATI bzw. AMD zeigt dem ehemaligen Flaggschiff jedoch, wo der Hammer hängt und erreicht mit 18.000 Punkten mehr als das Doppelte. Das unterstreicht einmal mehr, dass die Benchmarks auf unterschiedliche technische Grundlagen setzen und daher nicht unbedingt miteinander vergleichbar sind. Falls sich an dieser Stelle jemand wundert, warum ich heute auf Referenzwerte verzichte, dann hat das zwei Gründe. Zum einen stimmen die hier erreichten Ergebnisse zum Groß mit den Netzfunden überein, weshalb ich diese Resultate für entbehrlich halte, und zum anderen beeinflusst das Turbo-Feature unseres Prozessors die Analyse und sorgt selbst bei identischer Hardware für vielfältige Messwerte. Dann setzen wir unsere Benchmark-Routine mit SI Software Sandra fort. Heute nutzen wir die Version 2010 mit dem Service Pack 1, die auch rein vorsorglich auf unserem Core-to-Quad-System durchgelaufen ist. Denn die Version 2007 mit Service Pack 1 will auf unserem High-End-PC nicht so recht laufen. Trotzdem werde ich die Ergebnisse aus der letzten Folge mit einblenden, um auch hier die Unterschiede zwischen den beiden Versionen aufzuzeigen. Wir beginnen mit, richtig, dem Arithmetik-Benchmark. Dass die Balken hier nicht zu weit auseinanderdriften, habe ich die Ergebnisse vom letzten Mal von Mega auf Giga umgewandelt. Und so sind beim Q6600 zwischen den Versionen erst einmal keine bedeutsamen Differenzen auszumachen. Unser Core i7 zieht dem alten Volksquad-Core lockerflockig davon, wobei man fairerweise dazu sagen muss, dass der Drystone von SSE 4.2 Gebrauch macht, was nur unser Linfield-Prozessor unterstützt. Weiter geht es mit dem Multimedia-Benchmark und hier geriet der Vergleich zwischen den beiden Softwareversionen gänzlich aus den Fugen. Während bei der 2007er Version noch die Rede von Instructions per Second ist, was sich auf die allgemeine Leistungsfähigkeit der CPU bezieht, werden nun 3 Jahre später spezifischere Aspekte der Multimedia-Leistung gemessen und nun geht es um Millions of Pixels per Second. Diese beiden Schwerpunkte lassen sich weder umrechnen noch miteinander vergleichen. Wenn man sich nun die beiden CPUs anschaut, dann muss sich der alte Cansfield erneut gnadenlos geschlagen geben. Allerdings kommen hier ebenfalls die neuen Befehlssatzerweiterungen zum Tragen. Um mal kurz eine Analogie zu bilden. Man kann die SSE-Erweiterungen bei Prozessoren in gewisser Weise mit den Fortschritten von DirectX bei Grafikkarten vergleichen. In beiden Fällen bringen die neuen Erweiterungen oder Versionen bedeutende Leistungsverbesserungen und zusätzliche Fähigkeiten mit sich, die am Ende des Tages den Unterschied machen können. Und das konnten wir wiederkehrend in unserer Projektreihe beobachten. Und vielleicht verdeutlicht das nochmal ganz eindrucksvoll, warum ich die Benchmarks ebenfalls mehr oder weniger zeitgerecht gestalte und hier nicht noch mit SI Software Sandra 2002 Professional oder 3D Mark 99 Max rumgeuke. Gut, dann schwenken wir zum Abschluss noch geschwind zur Speicherbandbreite und hier bleibt alles beim Alten. Wir hatten letztes Mal gut 5,6 GB die Sekunde und in der 2010er Version haben wir unwesentlich weniger. Beeindruckend demgegenüber ist die Leistung unserer neuen Plattform.
19 GB pro Sekunde sind schon ein gewaltiger Sprung, auch wenn wir noch ein gutes Stück vom theoretischen Maximum entfernt sind. Doch das wäre ja nichts Neues. Dann schließe ich mal wieder alles. In der Theorie weiß unser Kraftpaket zu gefallen und dann schauen wir uns mal an, wie sich der Haufen in der Praxis schlägt. Dann öffnen wir mal Fraps und beginnen wieder mit dem Spiel, mit dem wir die letzte Folge abgeschlossen haben. Race Driver Grid. Wir werfen einen Blick in die Optionen. Wir sind wieder in Full HD unterwegs und heute sind alle Grafikeinstellungen auf Maximum gestellt und die Settings werden im Gegensatz zum letzten Mal nun auch gespeichert. Das liegt aber nicht an der Hardware oder am Betriebssystem, sondern an der Spieleversion. Bei der Version 1.1 scheint es da offensichtlich Probleme zu geben und nach kurzer Recherche im World Wide Web habe ich mir mit einem Piratenkeks in bzw. für die Version 1.0 geholfen und seitdem funktioniert alles so wie es soll. Da soll noch mal einer sagen, dass Cracks nur der Urheberrechtsverletzung dienen. Mitnichten. Allerdings tat sich dafür ein anderes Problem auf, was zwar nichts mit dem Crack, jedoch mit unserer Konfiguration zu tun hat. Beim ersten Testing war ich in den meisten Fällen vor oder nach dem Rennen im Ladebildschirm gefangen und die Animation wollte einfach nicht mehr enden. Schuld daran ist unsere CPU, welche 4 Kerne bzw. 8 Threads hat und der Titel kann damit nicht auf Anhieb umgehen. Abhilfe schaffte eine kleine Modifikation. Im Spielverzeichnis gibt es eine Datei namens Hardware Settings Restrictions oder sowas und hier muss in der ersten Zeile der Wert entsprechend der Anzahl der CPU-Threads angepasst werden. In diesem Fall von 2 auf 8 und voilà, auch dieses Problem ist gelöst. Ja, das sind so Kleinigkeiten, mit denen man manchmal zu kämpfen hat und umso schöner ist es, wenn am Ende des Tages alles funktioniert. Dann schauen wir noch auf den Frame-Counter und die Unterschiede zu unserem Quad-to-Quad-System sind schon enorm. Während wir in der letzten Folge bei hohen Einstellungen solide 50 bis 60 Frames bewundern konnten, haben wir heute mehr als das Doppelte, obwohl die Regler jetzt bis zum Anschlag aufgerissen sind. Die maximale Grafikpracht verlangt unserer G80-Karte wirklich alles ab, doch sie schafft immerhin noch knappe 50 Frames und das ist völlig in Ordnung. Wobei ich finde, dass das grafisch jetzt nicht so viel besser ausschaut als zuvor. Gut, für euch sieht das so oder so alles ein bisschen scheiße aus, weil ich hier einfach alles mit einem billigen Smartphone in AI-interpolierter Kartoffelqualität abfilme. Ja, ich habe auch eine GoPro Hero 13 daheim und die ist für draußen und zum Motorradfahren ziemlich geil. Aber zum Monitorabfilmen taugt die bei den Lichtverhältnissen auch nicht unbedingt. Ja, ich könnte es Rolle hoch machen, aber dann tät man ja je nach Szene kaum etwas sehen. Eigentlich wäre hier ein Capturing-Device das Mittel der Wahl, aber ich möchte ja nicht, dass das Ganze hier auf die letzten Meter noch professionell wird. Dann kommen wir zurück zum PC und was mich tatsächlich ein wenig erstaunt ist, dass unsere Grafikkarte im Spielbetrieb verhältnismäßig leise bleibt. In einem Test, den ich irgendwo mal gefunden habe, wurde unser HISS-Modell seinerzeit für die Lautstärke getadelt, allerdings ist davon nicht so viel zu merken. Selbst bei synthetischer Dauerquälerei bleibt die Radeon relativ ruhig und kommt nicht über 60 Grad hinaus und das ist wirklich top. Ich gehe davon aus, dass unser günstiges Gehäuse mit seinem hochkomplexen Airflow-Konzept einen nicht unerheblichen Einfluss darauf hat. Gut, dann höre ich mal auf zu quatschen und bringe die Runde zu Ende.
Jawollo! Erster! 3,29. Das dürfte sogar ein bisschen schneller gewesen sein als das letzte Mal. Sehr schön. Dann gehen wir wieder zurück auf den Desktop. Schauen wir uns einen weiteren Vergleichskandidaten an und wer das letzte Mal gut aufgepasst hat, der weiß, was nach dieser Animation folgt. Richtig, GTA 4. Auch auf diesem System kommt nochmal dieser Patch zum Einsatz. Andernfalls könnte man ja ebenfalls nichts speichern oder laden. Die Einstellungen sind gegenüber Folge 7 unverändert und dann legen wir einfach mal los und schauen, ob wir hier nun auch die doppelte Leistung erreichen. So, du hör auf zu quatschen. Den Ordnungshütern gefällt das schon mal nicht und dann fahren wir für den direkten Vergleich nochmal zum Times Square. Das ist jetzt nicht die Steigerung, die man nach den deutlichen Fortschritten bei Race Driver Grid vielleicht erwarten könnte. Nachdem wir in unserer letzten Zeitreise ca. 25 Frames erreicht haben und die 8800 GTX auf der neuen Plattform immerhin in solide Ü30er-Regionen vorstößt, finde ich das jetzt ein bisschen mau. Doch genau das hatten wir im Laufe unserer Projektreihe schon mehrfach und konstatieren damit gefühlt zum 178. beschissensten Mal, dass sich weder die Benchmark-Ergebnisse noch die Skaleneffekte einzelner Spiele 1:1 übertragen lassen. So, und jetzt ballern wir doch mal Vollgas durch. Das war wohl nix. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Insgesamt läuft das Spiel zwar recht gut, jedoch zeigt sich ganz eindrucksvoll, was der Titel für einen Hardwarehunger mitbringt. Im Gegensatz zum letzten Mal hat unsere Hardware nun einen Vorsprung von ungefähr einem Dreivierteljahr und wir haben so ziemlich das geilste Setup, was man sich im Herbst 2009 zusammenstellen konnte und trotzdem kommen wir kaum über mit 40er Bildraten hinaus und dabei sind die Einstellungen noch nicht einmal ausgereizt. Allerdings liegt das nicht zuletzt an der eher dürftigen Portierung bzw. mangelnden Optimierung des Titels und da ist es eigentlich fast egal, auf welchem Rechner man das spielt. Selbst auf meinem aktuellen Rechner mit Ryzen 5950X und RX 7900 XT, der zwar nicht mehr das neueste, aber dem Ganzen hier Lichtjahre voraus ist, läuft es nicht signifikant besser, obwohl man theoretisch, weiß nicht, 1500 Frames haben müsste. Dann werden wir wieder ganz professionell einparken und schauen ein bisschen doof aus der Wäsche. Auch wenn GTA 4 ein Paradebeispiel für technische Verfehlungen ist, bleibt der Titel ein Meilenstein, der auch heute noch richtig taugt und Eindruck schindet. Ja, sehr schön. Und damit verabschieden wir uns aus Liberty City. So, zwar wäre es jetzt an der Zeit, wieder Call of Duty auszupacken, doch stattdessen zeige ich euch mal zwei Spiele dieser Zeit, die gewiss keine AAA-Titel waren, aber trotzdem unfassbar viel Spaß gemacht haben. Den Anfang macht Prototype, das im Juni 2009 erschienen ist. Dumm nur, dass man das Spiel hierzulande kurz darauf so gut wie nicht mehr bekommen hat, nachdem es in Good Old Germany auf dem Index landete. Wir gucken mal in die Optionen.
Die Grafikeinstellungen sind sehr übersichtlich, aber auf Maximum und statt Label sollte hier normalerweise 1920 x 1080 stehen, allerdings liegt das an einem Widescreen-Patch, der hier zum Einsatz kommt. Dann starten wir mal ein neues Spiel. Die Render-Szenen sahen seinerzeit schon ziemlich geil aus und man hätte meinen können, dass sich die Ingame-Grafik in ähnlichen Sphären bewegt, aber die Ernüchterung folgte, sobald man im Spiel angekommen ist. Man startet hier in eine Art Tutorial, sodass man sich mit der Steuerung anfreunden kann und ein paar Möglichkeiten unseres Protagonisten Alex Mercer kennenlernt, bevor es mit dem Hauptspiel losgeht. In der Stadt ist nach einem Laborexperiment ein Virus ausgebrochen und wir sind hier ein Ergebnis davon. Ein mutierter Antiheld mit übermenschlichen Fähigkeiten auf der Suche nach Antworten, während sich das Virus weiter ausbreitet und die Stadt sukzessive ins Chaos stürzt. So oder so ähnlich lässt sich die Story zusammenfassen. Und jetzt rennen wir mal davor. They took everything from me. They're responsible. Und hier kommt eine von vielen Fähigkeiten. Die Klauen. Yes! Wie man sieht, ist hier gerade einiges los und genau dieses Gewusel täuscht über diverse Schwächen des Titels hinweg. Denn technisch ist das Ganze eher mau und grafisch höchstens Mittelmaß, weshalb die Systemanforderungen recht moderat ausfallen und wir hier regelmäßig zwischen 60 und 90 Frames haben. Auch das Missionsdesign ist eher dünn, die Aufgaben repetitiv und abseits der Haupthandlung gibt es nicht so viel zu tun. Doch die eingesetzte Titanium-Engine kann scharenweise NPCs auf einmal darstellen, was die sonst so sterile Spielwelt zum Leben erweckt. Die Fähigkeiten, die sich nach und nach freischalten und aufleveln lassen, sorgen für Motivation und vermitteln einem das Gefühl der Macht. Und so entsteht ein dynamisches Open-World-Szenario mit beeindruckender Atmosphäre, welches deutlich mehr Spaß macht, als die durchwachsenen Spieletests vermuten lassen. Ich hatte an diesem Titel jedenfalls meine Freude und wollte danach unbedingt die Jacke haben, die unser Anti-Held hier trägt, weil ich fand die damals einfach cool. Die war allerdings ziemlich teuer und ich jung und pleite. Also habe ich mir meine C&A Klockhaus Lederjacke geschnappt, mir zu dem Motiv eine Schablone gebastelt und mit rotem Lack aufgesprüht. Auf die Ärmel jeweils noch 2 Textilstreifen draufgepappt und fertig war meine Alex Mercer Jacke. Und die habe ich heute noch. Wenn ihr in den letzten paar Jahren mal einen Kerl mit einer solchen Jacke auf dem Motorrad in Oberbayern gesehen habt oder seht, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass ich das bin. Das Ganze läuft ja jedenfalls recht gut und dann werfen wir noch einen kurzen Blick auf die Map. Die roten Virus- und blauen Militärzonen ändern sich ebenfalls während des Spielverlaufes und anfangs herrscht ja noch Frieden in der Stadt. Prototype ist auf jeden Fall einen Blick wert und dann geht es wieder zurück zu Windows. Dann kommen wir zu einem weiteren Ausnahmetitel, den man vielleicht auch nicht so auf den Schirm hat. Doch vorher schauen wir wieder in die Grafikoptionen. Wir haben hier alle Einstellungen auf Anschlag, 1080er Auflösung und dann starten wir mal. Der Saboteur kam im Dezember 2009 raus und hat mir damals sehr gut gefallen, denn es vereint viele Spieleelemente, die Inszenierung war einzigartig und man konnte im Grunde genommen machen, was man wollte. Dann laden wir mal einen alten Spielstand und legen los. Wir starten in einem Nachtclub, wo uns ein paar wohlgeformte Polygone in all ihrer Pracht begrüßen.
Sehr schön. Hey Ladies, bin wieder da. Das Ambiente lässt bereits erahnen, in welcher Ära wir uns befinden. Bevor wir jedoch losziehen, werfen wir noch einen kurzen Blick auf die Map. Willkommen in Paris, allerdings in einer dunklen, von den Nationalsozialisten besetzten Version während des Zweiten Weltkriegs. Die grauen Bereiche auf der Karte zeigen die Gebiete, in denen die Deutschen noch die Oberhand haben. Mit fortschreitendem Spielverlauf befreit man die Stadt nach und nach von den Faschisten und bringt wieder Farbe zurück ins Spiel. Da ich alle Haupt- und fast alle Nebenmissionen erledigt habe, ist ein Großteil schon erlöst. Doch auch abseits der Missionen gibt es unzählige Freeplay-Ziele und man kann allerhand Schabernack treiben. Dann schnappen wir uns mal einen fahrbaren Untersatz und schauen, was wir so machen. Der Saboteur ist für mein Dafürhalten ein wahres Genre-Crossover. Eine offene Spielwelt wie in GTA, ein Weltkriegssetting à la Call of Duty, Spielmechaniken wie in Assassin's Creed, Stealth-Elemente aus Hitman und ein Fraktionssystem, wie es beispielsweise in Just Cause oder Far Cry zum Einsatz kommt. Das ist schon eine ziemlich coole Mischung und da sieht man auch gerne über die kleineren Schwächen des Titels hinweg. Denn die Steuerung ist manchmal etwas hakelig, die Grafik wirkt etwas altbacken und die Story weist Lücken auf. Trotzdem wusste das Spiel insgesamt zu gefallen und hat den Spieler stundenlang an den Bildschirm gefesselt. Dann wenden wir uns hier mal ein paar Freeplay-Zielen zu. Das ist schon eine Weile her, als ich das letzte Mal gespielt habe. Ich musste erst wieder reinkommen. Solange ich beim Scheißebauen nicht gesehen werde und außerhalb der gelben Verdachtszonen bin, ist alles gut. Die Typen da unten sind wohl auch ein Ziel. Zack, zack, zack. So, und ihr seid auch noch fällig. So. Sobald ich gesehen werde, dann bleibt nicht viel Zeit, um die Gegner auszuschalten. Andernfalls schlagen die Alarm und dann habe ich ein Problem. Hoppala. Dann werden wir den Turm auch noch sprengen. Wo ich es gerade so plakativ gesehen habe, in der deutschen Version wurden sämtliche verfassungswidrigen Symbole, wie zum Beispiel Hakenkreuze, entfernt, um den gesetzlichen Vorgaben nachzukommen. Das ist aber keine Zensur in dem Sinne, sondern das soll dem Schutz der öffentlichen Ordnung dienen. Seit 2018 dürfen diese Symbole aber unter bestimmten Voraussetzungen in Videospielen gezeigt werden, wenn ein klarer künstlerischer oder historischer Kontext vorliegt. Darum geht die Darstellung hier schon in Ordnung. Wer mehr dazu wissen will, wirft einen Blick in das Strafgesetzbuch auf den Paragraph 86a. Oh oh. Shit. Klettern und Hangeln wird auch nicht so gerne gesehen und dann sind die natürlich hinter einem her. Dann schauen wir mal, dass ich denen heimlich still und leise entkomme. Das wird wohl nichts und dann spielen wir eben Rambo. Und jetzt Abflug. Das Fahndungssystem ist wie zum Beispiel bei GTA. Umso mehr ich anstelle, umso größer wird der Suchradius und umso aggressiver geht man vor. Dann schauen wir mal, dass wir hier Land gewinnen. So, jetzt ist alles wieder gut und dann genießen wir noch kurz die Aussicht. Das Spiel läuft wie es laufen soll, limitiert allerdings bei 60 Frames und dann beenden wir das mal wieder. Was haben wir denn noch so Schönes?
Wie wäre es mit dem zweiten Teil von Just Cause? Just Cause 2 kam im März 2010 raus und fügt sich damit ganz gut in unsere Zeitreise ein. Wir gucken auch hier geschwind in die Einstellungen. Die Auflösung ist wie gehabt. Und mit Ausnahme von Anti-Aliasing und anastrophischer Filterung sind die Einstellungen auf Maximum und dann laden wir auch hier einen alten Spielstand. Bevor ich hier jetzt ewig rumlaufe und ein Fahrzeug suche, schnappe ich mir mein PDA und bestelle einfach ein Vehikel beim fliegenden Schwarzhändler. Dann nehme ich mir ein Moped für schlappe 25.000 $. Alles klar. Die Fahrphysik, wenn man sie dann so nennen will, ist schon ziemlich abenteuerlich. Und da muss man sich erst einmal dran gewöhnen. Dann fahren wir mal kurz ein bisschen Offroad. Okay, das ist noch schlimmer. Auf den ersten Blick sieht das grafisch ziemlich gut aus. Und wie beim Vorgänger auch, wird hier nicht gekleckert, sondern geklotzt. Zwar waren das jetzt nicht die fotorealistischsten Spiele, doch die Darstellung und Dynamik der Spielwelten war schon außergewöhnlich. Bei Just Cause 2 handelt es sich übrigens um einen DirectX 10 exklusiven Titel, wovon es zu dem Zeitpunkt vielleicht gerade einmal ein Dutzend Stück gab. DirectX 10 verlangte nicht nur nach einem geeigneten Betriebssystem, sondern auch nach passender Hardware. Also musste neben Windows Vista oder Windows 7 mindestens eine Grafikkarte der GeForce 8000 Familie oder Radeon HD 2000 Serie her. Andernfalls bekam man den Titel nicht zum Laufen. Heutzutage fragt man sich, was daran so schlimm sein soll, doch damals löste das ernsthafte Kontroversen aus. Denn Anfang 2010 nutzten laut einer Umfrage von Steam immer noch gut 40% der Spieler Windows XP, obwohl es bereits seit 3 Jahren Windows Vista gab. Und das stellte viele Spieler vor Herausforderungen. Dann nutzen wir mal wieder den Fallschirm und gleiten gemeinsam an den Strand und ich gebe mir Mühe, dass wir nicht wieder gegen einen Baum klatschen. Die Map ist jedenfalls unfassbar riesig und dieses Mal gibt es sogar verschiedene Landschaftstypen. Während San Esperito im ersten Teil im Grunde genommen nur aus Dschungel bestand, können wir hier im asiatisch inspirierten Panau neben den tropischen Regenwäldern auch Wüsten, Sumpfgebiete und Gebirge bewundern, die je nach Höhe auch mit Schnee bedeckt sind. Und das war seinerzeit schon bemerkenswert. So, dann laufen wir mal rüber zu der Hütte da und suchen uns ein schönes Plätzchen. In Sachen Performance läuft das hier ziemlich gut und obwohl wir alle Details voll aufgerissen haben, erreichen wir hier meist um die 50 bis 60 Frames. Bei der Verwendung von Nvidia-Karten gibt es sogar noch einen Bokeh-Filter, den man sich aber sparen kann, und physicsbeschleunigtes Wasser, was hingegen richtig geil ausschaut, allerdings auch ordentlich Performance kostet. Dann laufen wir mal zu dem Steg. Ne, das Netz blockiert mir die Sicht, dann nehmen wir den anderen. So, sieht doch schön aus. Hier haben wir noch die Berge. Werfen wir noch einen kurzen Blick auf die 1000 Quadratkilometer große Map. Hier sind wir jetzt unterwegs. Und das hier ist unser Sichtbereich. Das war seinerzeit schon gigantisch. Dann geht's wieder zurück auf den Desktop. Dann auf zum nächsten Titel. Da ist er wieder, der Garant für gute Spiele.
Das muss ich jetzt mal kurz laufen lassen. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber ich bekomme da instant Gänsehaut bei dieser Musik. Ein Meisterwerk der Prager Philharmoniker. Wir gucken schnell in die Einstellungen. Es ist alles wie gehabt, außer hier unten Physics, das habe ich deaktiviert. Nettes Feature, braucht man aber nicht unbedingt. Dann begeben wir uns mal kurz ins freie Spiel, obwohl das hier gar nicht vorgesehen ist. Das haben wir ausschließlich einer Modifikation zu verdanken. Mafia 2 kam im August 2010 raus und es war einfach grandios. Die Stadt, die Charaktere und Fahrzeuge wurden mit viel Liebe zum Detail gestaltet, die musikalische Untermalung war durchweg stimmig, das Szenario authentisch, die deutsche Synchro wusste zu überzeugen und auch in der Fachpresse kam der Titel ziemlich gut an. Die Stärke von Mafia 2 liegt, wie beim ersten Teil auch, in der Hollywood-reif inszenierten Story, auch wenn sich darin bereits der Inhalt des Titels erschöpft. Ich bringe Ihre Schuhe zum Glänzen. Ich putze Ihre Schuhe. Danach, Sie haben Glück, dass ich heute Überstunden mache. Zu Hause wartet meine wütende Frau. Sie hat mich erwischt, wie ich einen Blick auf ihre Schwester geworfen habe. Also auf ihre Schuhe. Bitte sehr, so gut wie neu. Schuhputzen gefällig? Gepflegte Schuhe. Genau diese Kleinigkeiten tragen ihren Teil dazu bei, dass die Stadt so lebendig wirkt. Wir gehen noch geschwind zum Imbiss rüber und gucken mal, was da so los ist. Etwas zu trinken, Sir? Nee, aber ein Hamburger für 15 Cent. Gut, oder noch lebendig? So, was gibt's sonst noch so? Dann wechseln wir mal geschwind die Musik und holen uns das Geld einfach wieder zurück. Schnell raus, bevor die Polente kommt, und dann schnappen wir uns wieder ein Auto. Falls man von der Polizei erwischt würde, ließe sich das Problem je nach Schweregrad des Verbrechens im Zweifel sogar mit einer kleinen Geldspende lösen. Da ist es nicht so wie in anderen Spielen, dass dich die Polizei gleich festnimmt oder gar erschießt, weil man versehentlich einen Streifenwagen gerammt hat oder sonst was. Dann fahren wir mal eine Runde. Auch wenn die Radiostationen viel zur Stimmung beitragen, lasse ich das Radio rein vorsorglich aus. Denn der gefürchtete YouTube-Copyright-Hammer schwingt bei dieser Musikära schneller, als man Rock'n'Roll sagen kann, und auf stumm geschaltete Passagen oder nachträgliches Gefrickel habe ich einfach keine Lust. Wir tanken mal noch schnell die Karre voll. Morgen, Kumpel. Volltanken bitte. Geht klar, Kumpel. Kann ich sonst noch was für Sie tun? Ja, nette Spielerei, wie ich finde, auch wenn diese ganzen interaktiven Elemente im Grunde genommen keinen Einfluss auf das Spielgeschehen haben. Mafia 2 verfügt zwar über ein rudimentäres Wirtschaftssystem, jedoch verbirgt sich dahinter keine komplexe Simulation, vielmehr dient es als unterstützendes Element, das zum Spielerlebnis beiträgt. Doch genau das ist gleichermaßen auch der größte Kritikpunkt an diesem Titel, der sich eigentlich durch die ganze Mafia-Reihe zieht. Denn die Mechaniken sind leider nur Kosmetik, haben keinerlei Bedeutung und täuschen über die erheblichen Restriktionen der Spielwelt hinweg, die weit über die statischen Umweltbedingungen und die Skript-Events hinausgehen. So sind viele Gebäude und Schauplätze, teilweise sogar riesige Gebiete, nur innerhalb einer bestimmten Mission zugänglich und können danach nie wieder betreten werden. Und abseits der linearen Story gibt es absolut nichts zu tun. Eigentlich absurd, wenn man bedenkt, wie groß die Stadt ist und was technisch möglich gewesen wäre. Schade, dass man da so viel Potenzial verschenkt hat. Dann gehen wir trotzdem noch schnell ins Klamottengeschäft und stiften auch hier kurz Unruhe. Schönen guten Morgen. Oh, raus. Hauen Sie ab. Bitte, lassen Sie mich gehen. Er ist verrückt. Wir kleiden uns noch schnell neu ein und verschwinden wieder. Auf zum Imbiss, den wir vorhin ausgeraubt haben.
Na, sieh mal einer an. Der Freund und Helfer ist unterwegs. Da werde ich mich selbstverständlich anständig aufführen und keine schlafenden Hunde wecken. Schauen wir mal. Wenn man durch die Fenster lurrt, dann sieht man da nun 2 Polizisten stehen, die die Tante hinterm Tresen zum Tathergang befragen. Wenn wir jetzt da reingehen würden, dann täte man uns instant verhaften. Stattdessen gehen wir wieder zurück zu unserem Anwesen. Die Performance ist mit 50 bis 60 Frames völlig ausreichend und es gibt keinen Grund zur Beanstandung. Die Systemanforderungen von Mafia 2 waren seinerzeit sehr gemäßigt und selbst auf älteren Systemen lief der Titel durchaus brauchbar. Auf unserer Core-2-Quad-Kiste aus der letzten Folge sind mit identischen Einstellungen ca. 25 Bilder pro Sekunde drinnen und da kann man wirklich nicht meckern. Dann suchen wir uns noch ein schönes Fleckchen zum Verweilen und begeben uns hier ebenfalls zum Steg. Das ist wirklich schön gemacht und das Wasser sieht für mein Dafürhalten sogar besser aus als in Just Cause 2. Gut, dann beenden wir das mal wieder und gehen zurück zu Windows. Ich glaube, wir haben jetzt schon wieder eine halbe Stunde gespielt. Trotzdem schauen wir uns zum Abschluss noch einen Kandidaten an, und zwar Driver San Francisco. Der Titel kam im September 2011 auf den Markt und stellte das bisherige Spielprinzip der Reihe gehörig auf den Kopf. Doch dazu kommen wir gleich. Wir gucken kurz ins Grafikmenü und das ist recht übersichtlich. 1080p, Grafikqualität auf hoch, mehr gibt's hier nicht zum Einstellen. Und dann starten wir mal. Wir suchen uns noch kurz einen Startpunkt aus. Wählen uns ein passendes Vehikel. Schauen wir hier bei Dodge. Den Neon hier hatte ich selber mal, wenn auch mit Chrysler-Emblem, aber wir nehmen jetzt mal den Charger. Dann geht's auch schon los. Wir sind hier, wie der Name schon verrät, in San Francisco unterwegs und können hier fröhlich durch die Gegend brettern. Und damit ist der Kern des Spiels eigentlich schon erklärt. Während man im 3. und 4. Teil, die wir uns in den letzten beiden Videos angeschaut haben, das Open-World-Konzept anderer Spiele übernahm, besinnt man sich im 5. Serienteil wieder auf frühere Tugenden. Kein Autodiebstahl, keine Waffen, kein Mord und Totschlag, einfach nur fahren. Wir haben hier über 100 lizenzierte Fahrzeuge, die schön modelliert sind und sich allesamt halbwegs realistisch fahren. Und für detailverliebte Fanatiker wie mich gibt es auch eine individuelle Cockpit-Ansicht, die dem Original entspricht. Das Geschwindigkeitsgefühl wird gut vermittelt, ohne dabei auf übertriebenes Motion Blur zurückzugreifen, und trotz sparsamer Effekte oder gerade deshalb sieht das insgesamt recht schick aus, wenn auch nicht bahnbrechend. Dann kommen wir zu einem bis heute einzigartigen Gameplay-Element, dem Shift-Feature. Wir können jederzeit die Kontrolle eines x-beliebigen Fahrzeugs übernehmen, was eine völlig neue Dynamik ins Spiel bringt. Denn unser alter Ego namens Tanner erlitt nach einer Verfolgungsjagd einen schweren Autounfall und fiel ins Koma. Doch sein Geist kann sich frei durch die Welt bewegen. Doch dieser esoterische Ansatz ist das zentrale Story-Element und die Grundlage für das Shift-Feature, welches einem ganz neue Möglichkeiten eröffnet. So können wir beispielsweise in einem Rennen in ein anderes Fahrzeug springen und die Gegner frontal crashen oder andere taktische Manöver fahren, um sich den Sieg zu sichern. Was dem einen oder anderen von euch sicherlich schon aufgefallen ist, sind die schwarzen Ränder.
Während ich das bei Prototype mit einem Widescreen-Patch beheben konnte, kriege ich das bei Driver San Francisco bis jetzt nicht gelöst. Das liegt wohl an der Grafikkarte bzw. am Treiber respektive an der Skalierung. Wenn man in diversen Foren durch alte Beiträge scrollt, dann bin ich bzw. dann war man mit diesem Problem nicht alleine. Sobald die Bildausgabe über HDMI erfolgt, wurde irgendein Over- oder Underscan-Modus aktiviert, der genau dafür sorgte. Zwar ließ sich das in den Treibereinstellungen entsprechend korrigieren, doch vereinzelt gab es Titel, bei denen das dann nicht gegriffen hat. Und Driver San Francisco ist einer davon. Ja, das sieht schon alles sehr stimmig aus und auch das Schadensmodell weiß zu gefallen, auch wenn es leider keine Auswirkungen auf das Fahrverhalten hat. Dann schauen wir auch hier mal kurz auf die Map. Also hier sind wir gestartet, Richtung Südosten gefahren und dann wieder hoch an die Küste. Wo sind wir denn jetzt? Ah, da oben. Wenn man hier über die Map fliegt, dann ist das schon relativ groß. Die Spielwelt bietet über 300 Kilometer befahrbare Straßen und damals war das ein kleines Highlight. Gut. Wisst was? Wir haben heute eh schon hoffnungslos überzogen, dann kommt es auf 1 Minute mehr oder weniger auch nicht mehr an. Jetzt heizen wir noch mal kurz mit einem A4 umeinander. Vielleicht auch hier noch ein kurzes Wort zur Performance. Der Frame-Counter lag zu jeder Zeit bei knapp über 100 Frames und wie man sieht, ist bei 120 Bildern pro Sekunde Schluss. Das reicht aber vollkommen aus und ist von den Entwicklern auch so gewollt. So, jetzt rammen wir noch die Polizei da vorne. Jawollo. Und dann hauen wir ab. Wenn ich Sie abhänge, will ich das sofort nochmal machen. Ja, ich kann es nicht leugnen, das Spiel macht schon mächtig Laune und dann machen wir für heute Schluss. Damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen und ich glaube, wir sind auch heute wieder völlig eskaliert. Es war mir auch heute wieder ein inneres Blumenpflücken und mit diesem Video sind wir im Grunde genommen auch am Ende unserer Retro-Bastelei angelangt. Ja, man könnte das jetzt natürlich noch ewig fortsetzen, aber dann ist es halt nicht mehr Retro, sondern, irgendwann nur noch lauwarme Vergangenheit, die für mein Dafürhalten nicht mehr so wahnsinnig spannend ist. Abgesehen davon sind wir jetzt auch an einem Punkt, an dem sich die Entwicklung spürbar entschleunigt hat. Es war zwar bei den Benchmarks und Spieletests ein teils deutlicher Performance-Zuwachs gegenüber der letzten Folge erkennbar, allerdings hat auch der zeitliche Abstand zwischen den beiden Systemen erheblich zugenommen. Während es Ende der 90er fast alle 6 bis 12 Monate solche Leistungssprünge gab und sich das in den frühen 2000ern auf 18 Monate ausgedehnt hat, dauerte es nun deutlich länger, bis man eine ähnliche Steigerung verzeichnen konnte. Und mittlerweile kratzen wir an der Marke von fast 3 Jahren. Ich für meinen Teil hatte zum Beispiel meine Linfield-Kiste bis Ende 2018 in Betrieb, bis ich dann auf eine ARM4-Plattform mit AMDs Ryzen wechselte. Klar, zwischendurch habe ich die Grafikkarte 1- oder zweimal ausgetauscht und zum Ende hin ein bisschen Overclocking betrieben, aber mehr war über die Jahre einfach nicht nötig, zumindest nicht zwingend. Und so markiert das heutige System die Endstation meiner persönlichen und damit unserer gemeinsamen Zeitreise. Das heißt aber nicht, dass es jetzt vorbei ist. Einen habe ich noch für euch. Allerdings machen wir dafür eine Rolle rückwärts und springen nochmal 10 Jahre zurück. Denn vor etwa einem halben Jahr hatte ich eine Idee, die derweil parallel in meinem Kopf herangereift ist und recht interessant werden könnte. Es wird auf alle Fälle sehr experimentell und ich möchte mal sagen besonders. Zwar gibt es bereits vereinzelt Videos dazu, aber ich möchte einen bedeutenden Schritt weitergehen und glaube, das könnte ziemlich cool werden und vielleicht sogar einzigartig. Das soll jetzt keineswegs überheblich klingen, es ist möglich, dass das schon mal jemand gemacht oder zumindest versucht hat, aber ich habe nichts Vergleichbares gefunden. Da jetzt allerdings der Sommer vor der Tür steht und damit die Motorradzeit, kann ich euch nicht sagen, wann ich mich da ransetzen werde. Das kann bei schlechtem Wetter in 4 Wochen sein, aber auch erst in 3 Monaten oder nach meinem Sommerurlaub, sofern ich mir einen gönne.
Auf jeden Fall noch in diesem Jahr, aber lassen wir uns einfach überraschen. Ich bedanke mich bis hierhin vielmals fürs Zuschauen, insbesondere bei meinen, 3 treuen Zuschauern, die vermutlich jedes Video tapfer geschaut und manchmal auch ihren Senf dazugegeben haben. Danke dafür. Für alle, die es in diesem Video zugeschaltet haben, ihr seid herzlich eingeladen, die Retro-Bastelei mit Folge 1 zu starten und zu staunen, was sich in 10, 12 Jahren so alles getan hat und vor allem, wie absurd schnell das damals ging. Feedback wird wie immer dankend angenommen und dann macht es gut und bis zum nächsten Mal.